Und wir wollen sprechen mit Gustav Gressel, Experte für Verteidigungspolitik. Ich grüße Sie, hallo. Schönen guten Tag. Ja, Herr Gressel, die NATO-Verteidigungsminister sitzen zusammen, aber eigentlich spielt ja die Musik eben heute in Berlin. Was erwarten Sie von diesem Biden-Besuch bei Kanzler Scholz? Irgendwelche Zu- oder Absagen an die NATO? Ich glaube, das wird unbestimmter bleiben. Es wird jetzt die weitere Politik, vor allen Dingen was den russisch-ukrainischen Krieg angeht, abgesteckt. Das Problem ist ja, die amerikanische Präsidentschaftswahl ist noch nicht entschieden und sie ist offener, als dies in den europäischen Medien oft diskutiert wird. Und hier müssen natürlich Eventualitäten durchgedacht werden, was passiert, wenn Trump passiert. Das Zweite ist natürlich die Frage, wie man im nächsten Jahr weitergeht. Die amerikanischen Militärhilfen werden bald auslaufen. Die Diskussionen um neue Hilfen, um Lastenteilungen, gerade mit Europa, werden in die amerikanische Innenpolitik stärker mit hineinkommen, egal wie die Präsidentschaftswahl ausgeht, denn es gibt ja auch Senats- und Kongresswahlen. Und hier stimmen sich jetzt die wichtigsten Führungsnationen im Westen ab, wie es langfristig weitergeht. Und wie bereitet man sich eben darauf vor und was bedeutet das eben auch für Deutschland? Ja, das große Problem ist, dass das eigentlich sehr spät kommt und dass die langfristige Planung oft sehr kurzfristig ist. Die meisten Rammstein-Meetings befassen sich mit dem, was man in den nächsten Monaten liefern kann. Es gibt keine konkrete Ausplanung der Lastenteilung. Es gibt keine konkrete Ausplanung, was eigentlich die Ukraine pro Jahr an Material verliert und wie man das ergänzen soll. Die bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine können das, was die Ukraine verliert, nicht einmal 1:1 ergänzen. Geschweige denn, man hat eine Ausplanung des industriellen Bedarfs, also die Steigerung der Produktion an Rüstungsgütern, um die Ukraine langfristig im Rennen zu halten. Wir haben uns ja bis jetzt großteils aus Material ernährt, das aus Lagerbeständen kommen, seien das polnische T-72 oder deutsche Leopard 1. Das sind Überbleibsel aus dem Kalten Krieg, die man abgeben kann. Das wird im kommenden Jahr deutlich schwieriger, weil diese Reserven natürlich abschmelzen und es hier eine Lastenteilung geben muss, wer was neu produziert, wer aus seinen Streitkräften abgibt. Und dann natürlich auch, wie man politisch einen militärischen Druck auf Russland, der zurzeit völlig ungenügend ist, aber falls er einmal kommt, dann auch in ein Waffenstillstands- oder ein Friedensabkommen gießen würde, wenn es einmal dazu kommen könnte. Ja, also der ukrainische Präsident Zelensky arbeitet ja unbedingt darauf hin. Der will aber auch eine Zusage unbedingt haben, eine Einladung, wie er es nennt, in die NATO. Wie wird das jetzt diskutiert? Wie stehen die Chancen dafür? Also das Problem aus ukrainischer Sicht ist, dass man natürlich gesehen hat, dass Waffenstillstände auf Treu und Glauben mit Putin nichts bringen und Putin sich nicht dran hält. Und dass die einzige wirkliche Garantie in Europa in Sicherheit vor einem weiteren Angriff zu leben eine NATO-Mitgliedschaft ist. Und gerade da natürlich durch die sehr zögerliche Unterstützung ein wirklicher militärischer Sieg der Ukraine in sehr weite Ferne gerückt ist in den letzten 2 Jahren, äh, muss sich Zelensky natürlich Gedanken machen, wie er dann beim Ausbleiben dieses Sieges die Ukraine absichert. Und da ist natürlich die NATO-Mitgliedschaft die erste Geige. Das lehnt Scholz ab, das lehnt Biden ab aus persönlichen Gründen. Ich denke aber, Kamala Harris wäre hier dem weit offener und hier ist in Washington die Diskussion noch nicht abgeschlossen. Das Zweite natürlich ist, wie geht man in der Zeit um zwischen dem formellen Beitritt und einem möglichen Waffenstillstand? Auch diese Zeit muss überbrückt werden. Bei Schweden und Finnland gab es explizite Beistandsgarantien vieler Staaten, inklusive Deutschlands. Solche wirklichen Beistandsgarantien hat die Ukraine bis jetzt auch noch nicht bekommen. Die Ukraine hat nur lose politisch bindende, aber nicht rechtlich bindende Zusagen der militärischen Unterstützung im Sinne von Gerätelieferungen bekommen. Darüber Mhm. hinaus noch nichts. Das ist natürlich für Kiew höchst unbefriedigend. Interessante Informationen zu diesem ganzen Themenfeld. Vielen Dank, Gustav Gressel. Vielen herzlichen Dank.